Die neue PowerShell Version 7.6 ist da und es ist ein Long-Term Support Release. Während ich das Video hier aufnehme, steht am Release noch der Zusatz RC, also Release Candidate, dran, was vielleicht auf den ersten Blick erstmal nicht nach bereit für den produktiven Betrieb klingt, aber tatsächlich ist diese RC1-Version bereits supported. Und laut dem PowerShell-Team sollte die GA, also General Availability Version, circa einen Monat später rauskommen. Also vermutlich spätestens ungefähr Mitte März 2026. Bevor wir zu den technischen Neuerungen kommen, möchte ich aber noch kurz über den Release- und Support-Zyklus sprechen. Also PowerShell basiert, wie ihr vielleicht wisst, auf .NET. Und dieses Framework, diese Plattform erscheint mittlerweile auch jährlich. Alle 2 Jahre kommt eine LTS-Version heraus, die länger supported ist, nämlich 3 Jahre. Die Version, die dazwischen herauskommt, hat dann nur Standard-Term-Support. Das sind dann nur 2 Jahre. Das PowerShell-Team kann die PowerShell natürlich nicht länger supporten als das zugrunde liegende Software-Framework. Deshalb ist der PowerShell-Support-Zyklus an den von .NET angelehnt. In der Vergangenheit wurde PowerShell deshalb sehr zeitnah nach dem Release der dazugehörigen .NET-Version veröffentlicht. Zum Beispiel ist .NET 8 am 14. November 2023 erschienen und PowerShell 7.4 ist dann am 16. November 2023 erschienen. 2 Tage später. Bei PowerShell 7.5 und .NET 9 quasi das gleiche. Mit dem kleinen Unterschied, dass hier auch ein bereits supportetes Release mit dem Zusatz RC1 veröffentlicht wurde. Die eigentliche GA-Version ist dann erst im Januar 2025 erschienen, mehr als 2 Monate später, was sicherlich für einige Leute dann auch erst so als richtiger Startschuss gewertet wurde. Und PowerShell 7.6 RC1 ist jetzt über 3 Monate nach dem Release von .NET 10 erschienen. Okay, das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich einfach nur rummeckern wollen, dass das langsamer ist als bisher gewohnt. Aber nee, darum geht's mir absolut nicht. Mir ist PowerShell nur sehr wichtig und wenn ich sehe, dass da etwas hakt, dann beunruhigt mich das. Letztendlich war die Erklärung vom PowerShell-Team, dass noch ein paar technische Details zum Release-Prozess überarbeitet werden und Compliance, organisatorische Themen geklärt werden mussten. Und ja, okay, verstehe ich. Microsoft ist eine große Firma und da kann es auch einfach mal länger oder nicht optimal laufen, ohne dass irgendjemand wirklich schuld daran ist. Ich würde mir einfach nur für die Zukunft ein bisschen mehr Kommunikation wünschen. Für andere Leute in der Community war das aber auch noch beunruhigend, weil auch Lösungen gebaut und genutzt werden, die auf PowerShell aufsetzen. Und das heißt, hier wird dann dem Support-Zyklus von PowerShell auch nochmal hinterhergelaufen. Und wenn dann auf einmal 3 Monate Support für eine LTS-Version fehlen, dann kann das einiges durcheinander bringen. Und auch wenn ich persönlich jetzt nicht betroffen war durch so etwas, verstehe ich es durchaus. Es gab deshalb auch Diskussionen, ob das Release von PowerShell nicht direkt in den Release-Zyklus von .NET integriert werden sollte. Interessante Idee und also ich bin gespannt, wie es zukünftig weitergehen wird mit den PowerShell Releases, also wie die ablaufen werden. Anyway, big love to the PowerShell Team. Kommen wir zu den eigentlichen Neuerungen in PowerShell 7.6. PowerShell wird mit einigen aktualisierten bzw. umbenannten Modulen ausgeliefert. Es gibt außerdem viele Verbesserungen, zum Beispiel bei der Autovervollständigung per Tab-Taste. Das Commandlet getClipboard unterstützt jetzt zusätzlich den Parameter -delimiter. Das finde ich auch ganz cool. Also wenn ihr den Inhalt eurer Zwischenablage, wenn der einem bestimmten Muster entspricht, dann könnt ihr damit direkt in einem Aufruf dafür sorgen, dass mehrere Objekte zurückgeliefert werden. Die Web-Commandlets geben jetzt verbesserte Verbose- und Debugging-Nachrichten aus. Auch cool. Oh ja, und das hat mich auch das eine oder andere Mal schon genervt. GetService hat in PowerShell 7 teilweise unnötige Fehler geworfen, weil irgendwelche einzelnen Eigenschaften von einem Dienst nicht abgerufen werden konnten und dann hast du alles rot in der Konsole voll mit Fehlermeldungen. Ja, aber ist jetzt gefixt. Und was ich auch noch cool fand, den Fix für die JSON-Kommentare. Also damit konnte Convert from JSON bisher anscheinend nicht so gut umgehen. Aber ja, das sind natürlich alles mehr oder weniger spezielle Fälle, bestimmt nicht für alle Leute relevant. Aber grundsätzlich alles guter Fortschritt, viele Verbesserungen, nice. Aber ganz ehrlich,
Ich erwarte auch eigentlich zurzeit nicht wirklich irgendwelche bahnbrechenden neuen Features und große Änderungen. PowerShell ist mittlerweile erwachsen und funktioniert einfach. Ansonsten gibt es noch ein paar zuvor experimentelle Features, die jetzt Mainstream-Features sind, also direkt in der PowerShell aktiv sind. Da haben wir einmal PS Feedback Provider, also dass wenn irgendwelche Befehle, Kommandos nicht gefunden werden, dann schlägt das System vor, hey, was könnte es vielleicht für ein Befehl gewesen sein? Vielleicht kannst du es irgendwie installieren oder sonst was. Vielleicht gibt es irgendwas Ähnliches. Und diese ganze Funktion ist jetzt erweiterbar, bringt aber auch schon 2 Built-in Feedback-Provider mit, dass dann zum Beispiel wie unter Linux irgendwelche Unix-Commands wieder vorgeschlagen werden können. Dann haben wir noch PS Native Windows Tilde Expansion, mit der unter Windows dieses Tilde-Symbol auch zum Home-Verzeichnis des Users auflösen kann. Auf Nicht-Windows-Plattformen hat das sowieso schon funktioniert, aber jetzt kann das dann halt auch unter Windows funktionieren, was ganz cool ist, vor allen Dingen, wenn man plattformübergreifende Skripte schreibt. Oder es einfach gewohnt ist, dass die Tilde zum Home-Verzeichnis auflöst. Dann gibt es noch PS Redirect to Variable. Damit kann dann die Funktion zum Output-Stream redirecten verwendet werden, um einen oder mehrere Output-Streams direkt in eine Variable umzuleiten. Auch ganz cool. Und dann noch das PS Subsystem Plugin Model. Habe ich ehrlich gesagt nicht komplett verstanden, was das Feature bringt, aber anscheinend ist das irgendwie eine Vorbereitung für minimale PowerShell-Installationen, dass da dann weniger Speicherplatz benötigt wird. Naja, mal gucken, bin gespannt. Und dann gibt es aber auch noch 2 weitere experimentelle Features, die also noch nicht in Mainstream drin sind, sondern die kann man ausprobieren, wenn man möchte. Und da gibt es was mit DSC Version 3 Ressourcen und eine Änderung, wie Convert to JSON Enums behandelt. Okay. Und wie gesagt, während ich das Video hier aufnehme, am 23. Februar 2026, ist PowerShell 7.6 noch Release Candidate, aber wird auch schon offiziell supported. Ich denke, dass das RC-Suffix für einige Leute trotzdem noch ein Grund sein wird, das Ding noch nicht zu installieren. Aber falls ihr PowerShell 7.6 jetzt schon direkt installieren wollt, dann könnt ihr das Paket einfach über GitHub herunterladen und manuell installieren. Wenn PowerShell 7.6 die General Availability Phase erreicht, dann könnt ihr es natürlich auch über den Installationsweg eurer Wahl, also zum Beispiel über einen Paketmanager wie Winget, DNF oder Homebrew installieren. Unter Windows kann die Aktualisierung aber auch über Windows Update bzw. Microsoft Update erfolgen. Also vorausgesetzt, ihr habt die Option aktiv. Das kann bei der Installation gesetzt werden. Wenn ihr aktuell auf der bisherigen LTS-Version 7.4 oder STS 7.5 seid, dann wird sich PowerShell noch nicht automatisch sofort aktualisieren. Aber wenn diese beiden bisherigen Versionen im November 2026 aus dem Support fallen, dann sollten sie sich automatisch auf PowerShell 7.6 aktualisieren. Achso, und falls ihr noch Windows PowerShell 5.1 verwendet, dann habt ihr jetzt keinen akuten Handlungsbedarf, also ihr müsst das nicht aktualisieren. Aber ich würde euch empfehlen, schaut euch PowerShell 7 auf jeden Fall auch mal an. Und ich hoffe, ihr fandet das interessant oder nützlich. Falls ja, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und ich verlinke hier auch noch die Playlist zu meinem kostenlosen PowerShell-Kurs und auch noch die Playlist mit PowerShell-Tipps und Beispielen. Danke fürs Reinschauen, haut rein!